Heute möchte ich den Meteor 65 Pro in ein Meteor 75 umbauen. Das heißt von 65 mm auf 75 mm Diagonale. Und dafür benötige ich eigentlich nur dieses Frame. Das ist das Meteor 75 Frame und 4 von dem Propellern. Das sind die Gemfen 40 mm Propeller mit 1 mm Bohrung. Man kann die 300 mAh Akkus verwenden. Das geht auch. Das ist dann einfach nur ein bisschen wackeliger. Muss man hier so einen Schaumstoff drunter setzen. Oder man holt sich größere Akkus wie die originalen 450 mA für mehr Flugzeit. Ich muss zuerst die 3 Schrauben lösen. Und hier ist die 4. Schraube. Bevor ich die abschraube, löse ich erstmal die Motorkabel vorsichtig ab. Jetzt die Schraube abschrauben. Und ich kann jetzt den Flugcontroller vorsichtig rausnehmen. Jetzt werden die Motoren abgeschraubt. Die Motoren sind alle identisch, aber achtet einfach darauf, dass die Motoren wieder genauso eingebaut werden in das 75er Frame. Vor allem ist zu beachten, dass die Propeller in die richtige Richtung sich drehen. Jetzt nimmt man vorsichtig die Propeller ab. Das geht bei diesen Propellern recht einfach. Und ich stecke direkt den passenden 40 mm Propeller rein, direkt auf den Motor, der auch sich in die gleiche Richtung dreht. Und der Motor wird mit den 3 Schrauben befestigt. Nun habe ich alle 4 Motoren festgeschraubt. So sollte es aussehen. Die Propeller drehen sich in diese Richtung und hier die hinteren zur Mitte hin. Und so sieht das unten aus. Jetzt wird wieder der Flugcontroller montiert. Vorne kommt die eine Schraube hin. Die Kamerahaube kann ich direkt montieren, vorsichtig mit der Antenne. Wie man sieht, habe ich das Kabel hier durch diese Schlitze durchgezogen. Jetzt stecke ich nur noch die Motorkabel ein. Und schon bin ich fertig. Achtet darauf, dass hier der Akkukabel unter dem Motorkabel durchgeht. Mal schauen, wie viel er jetzt wiegt. 25 Gramm, wunderbar, wie original. Und mit dem großen Akku sind es 37,5 Gramm. Ein schöner, leichter 75 mm Tiny Whoop. Bin ja gespannt, wie der fliegt. Noch ein kleiner Hinweis zu den Beta FPV Akkus. Die sind okay, aber auf dem Markt gibt es bessere Akkus und das sind zum Beispiel hier die Tattu Akkus, die auch die gleichen BT2.0 Stecker haben, die gleiche Größe und genauso viel wiegen wie die Beta FPV Akkus, aber mit dem Tattu Akkus fliegt man deutlich länger. Der Quad war bereits verbunden mit meinem Express LRS Modul und somit sollte der sofort funktionieren. Ich bin zuerst mit dem Tattu 300 mAh Akku geflogen. Da komme ich auf 5 Minuten Flugzeit. Nicht schlecht. Der Beta FPV schafft dann nur 4 Minuten 30. Und der Beta FPV mit 450 mAh schafft 7 Minuten 30. Das ist echt nicht schlecht für Indoor-Fliegen. Und der 520er GNB, der ist aber schon ein bisschen älter. Der schafft dann 6 Minuten 30. Also finde ich die Flugzeit mit diesem Beta FPV Akku ganz gut. Mit 7 Minuten 30. Gefällt mir sehr gut. Und sehr interessant finde ich natürlich auch den kleinen Akku. Dadurch ist der Quad schön leicht. Hier komme ich immerhin noch auf 5 Minuten Flugzeit. Das ist eigentlich dann Indoor vollkommen ausreichend. Der Umbau vom Meteor 65 auf Meteor 75 gefällt mir sehr gut. Mir macht es sehr viel Spaß, mit dem 75 mm zu fliegen. Gerade weil er sehr lange mit einem Akku fliegen kann. Dadurch gefällt er mir sehr gut. Prinzipiell mag ich aber kleine Tiny Whoops mit 65 mm Motordiagonale, weil die einfach winzig sind und man die noch besser in kleinen Räumen fliegen kann. Ich würde mir eigentlich den Beta 65 Pro kaufen, plus dieses 75er Frame mit den Propellern, sodass ich dann selber entscheiden kann, sodass ich die Wahl habe, mit welchem Frame ich am liebsten fliege. Also viel Spaß beim Fliegen!